Hallo und guten Tag. Ich bin Stefan Ried von Cloudflight und leite hier als Principal Analyst die IoT Practice. Ich möchte heute ein bisschen was über Edge Computing erzählen und hatte Gelegenheit und das Vergnügen, die Edge Tech Konferenz, das ist die Konferenz des Zentralverbands der deutschen Elektroindustrie, zu leiten und auch mit einer Keynote beizutragen. Und deshalb möchte ich die Aufnahme dieser Keynote zur Verfügung stellen. Ja, was machen wir in den nächsten 30 Minuten? Ich werde ein wenig über die Definitionen sprechen. Was ist Edge Computing? Was passiert hier eigentlich? Welche Konzepte sind im Vergleich unterwegs mit Cloud Computing? Welche Terminologie, welche Namen gibt es eigentlich? Was sind die Killer-Applikationen für Edge Computing und wie geht es weiter? Wie immer am Schluss verweise ich dann auf die Research-Dokumente, die in allermeisten Fällen ja kostenfrei von Cloudflight zur Verfügung stehen. Noch mal ganz kurz zur Orientierung. Wir sind Cloudflight entstanden aus der Quisp Research und der Catalyst. Einige von Ihnen kennen mich wahrscheinlich noch aus der Quisp Research Zeit. Cloudflight in Summe ist inzwischen ein größeres Unternehmen von über 400 Analysten, Digitalstrategen, ganz viel Softwareentwickler und Architekten. Wir sind als Company tatsächlich sehr stark bei der Beratung und Implementierung von Cloud-Native-Infrastrukturen im Machine Learning-Bereich, im IoT-Bereich und so weiter. Ich möchte aber jetzt nicht viel Werbung machen, sondern möchte einfach mal ein bisschen in die Definition, was ist Edge Computing und was kann man darunter verstehen. Naja, für Definitionen guckt man so gerne auf Wikipedia und da steht im Wesentlichen so eine ganz triviale Definition. Edge Computing ist jede Art von Rechenspeicher oder Netzwerkleistung, die sehr nah an dem Benutzer oder an einer Maschine und damit unter Umständen weit weg von einem Rechenzentrum ist. Die Definition ist schon wieder so einfach, dass da praktisch alles drunter fällt. Deshalb möchten wir mal ein bisschen klären, was man darunter wirklich zählen kann. Gucken wir uns zuerst mal die Compute Devices an, sozusagen. Also wie groß ist eigentlich eine CPU, wie groß ist eigentlich ein Computer heute. Und ich habe die mal so ein bisschen sortiert nach Power Consumption bzw. Stromaufnahme. Und man sieht da, das geht los mit so ganz kleinen Dingen, die heute vielleicht schon im Lichtschalter drin stecken. So ein RT Tiny oder ein Arduino Nano, mit dem gerne Studenten rumspielen oder mit dem man schöne IoT-Prototypen bauen kann. Das geht dann eine Klasse höher bei 1 Watt, 1,5 Watt für Wi-Fi-Konnektivität. Die Geräte schlafen teilweise auch schon sehr gut wieder ein, wachen wieder auf, brauchen auch zum Beispiel ein ESP32 auch nur in der Größenordnung von einem Mikroampere Deep Sleep, also das heißt eine Batterie hält 5 Jahre. Die Klasse darüber hat dann schon tatsächlich richtige Filesysteme. Das heißt, so ab 1 Watt, 1,5 Watt, 2 Watt aufwärts, Raspberry Zero oder der richtige Raspberry mit 3 bis 4 Watt, da hat man schon ein richtiges Filesystem, ein richtiges Unix-System drauf. Wir bezeichnen diese Controller deshalb auch als unconstrained, also nicht eingeschränkte Controller, während die darunter, also so der Arduino-Größenordnung und kleiner, Constrained Controller sind. Über dem Raspberry, der sehr oft mit ARM CPUs oder der mit ARM CPUs läuft, aber diese Klasse läuft grundsätzlich oft mit ARM, weil sie sehr wenig Leistung verbrauchen. Darüber gibt es dann im nahtlosen Überlapp sozusagen die industriellen PCs, teilweise in diesem kleinen PC 104 Format noch, 5 bis 20 Watt mit Rugged-Gehäuse, also staubdichtem Industriegehäuse oder als Einbauteil in Zügen, in Industrieanlagen und so weiter. Und wenn man dann ganz weiter hoch geht, da ist natürlich ein PC am Arbeitsplatz noch dabei, das zähle ich jetzt nicht zu Edge Computing direkt, aber wenn man weiter hoch geht, findet man natürlich auch Rechenzentrums
Server, die von traditionellen Serverherstellern kommen können oder die auch von Hyperscalern kommen kann. Also zum Beispiel hier als Beispiel ein AWS Outposts, also ein Server von Amazon Web Services, der on-premise im Unternehmen steht. Oder dann auch große On-Premise-Environments, zum Beispiel für große HANA-Installationen zu benutzen und so weiter. Das skaliert dann immer weiter hoch im Unternehmen und in der Cloud eigentlich gar nicht hoch, sondern nur in der Menge der Rechner, die ich an einem hochindustrialisiert sozusagen an einem Ort habe. Das heißt, der Mainframe, IBM Mainframe, der braucht locker so viel Strom zum Laden wie ein Tesla. Wenn der je nach Ausbaustufe im Prinzip ein Monolith, der besteht natürlich auch wieder aus mehreren CPUs, die man nachschieben kann, einschieben kann, aber er besteht im Wesentlichen von der Architektur in einem sehr, sehr großen System, das sehr starke Sharing hat, also Shared Memory und so weiter, wohingegen eine Cloud-Infrastruktur, auch wenn sie ein riesiges Rechenzentrum hat, Größenordnung 120 Megawatt zum Beispiel, eines der verschiedenen Rechenzentren, die wir in Frankfurt in der Klasse haben. Diese Rechenzentren bestehen nicht aus großen Mainframes, die aufeinander gestapelt sind, sondern im Wesentlichen aus viel kleineren Einheiten, von denen aber sehr, sehr viele unterwegs sind mit einem sogenannten Scale-Out. Also das heißt, die einzelnen Recheneinheiten, die werden nicht endlos größer, sondern da gibt es eben zwei Konzepte, je nachdem, was für eine Software- und Hardware-Architektur man letztlich verfolgt. So, ich habe das mal, um es ein bisschen zu sortieren, aufgegliedert, nicht nur nach der Größe wie auf dem vorigen Slide, sondern ich habe die Größe sozusagen von links nach rechts gemacht, aber habe nach oben die Konsolidierung aufgetragen. Und das hilft uns eben zu verstehen, wo ist Edge Computing und wo ist Enterprise Computing und wo ist vielleicht Public Cloud Computing. Konsolidierung heißt also, wenn ich ganz unten bin, dann bin ich sozusagen nah am Mensch, Personal Devices, Machine Attached und so weiter. Wenn ich in der Mitte bin, bin ich auf der Ebene des Unternehmens. Wenn ich oben bin, bin ich in der Cloud. Das geht natürlich mit diesen kleinen Devices los, die personal sind oder sehr nah an Geräten, an irgendwelchen Steuerungen. Das geht dann los, aber mit den Non-Constrained Controllern, also Raspberry-Größe. Die bezeichnen wir tatsächlich dann als Micro-Edge. Darunter diese Controller, das sind einfach für die Edge-Terminologie, Edge-Computing-Terminologie einfach schlaue Sensoren oder irgendwelche nicht wirklich Edge-Devices. Also, und dann gibt es einen fließenden Übergang sozusagen nach oben, je nachdem, welche Software da drauf laufen kann. Und ich habe mal als Beispiel hier genommen, wenn ich ein TensorFlow Lite, also einen ganz kleinen Machine Learning Framework laufen lassen kann, dann bezeichnen wir das als Micro Edge. Wenn man dann eine Ebene höher geht, ein TensorRT zum Beispiel auf so einem Nvidia Jetson Nano, also das ist eine Softwareklasse größer, ist auch eine Leistungsklasse größer. Das würden wir als Mini-Edge bezeichnen. Und dann, wenn man sozusagen noch eins höher geht, zum Beispiel so ein Intel NUC, also praktisch schon so ein Mini-PC hat, den man auch zum Beispiel benutzen kann, um dort mit Kubernetes einen Container drauf zu deployen und den irgendwo hinzustellen. Also zum Beispiel nah an der Industriemaschine oder irgendwo im Gebäude oder sonst wo. Dann bezeichnen wir es als Medium Edge. Und wenn das dann natürlich ein wirklich sehr großes Teil ist, also zum Beispiel ein sehr leistungsfähiger Einschub, so wie er zum Beispiel von Azure Stack Edge oder von AWS als Snowball Edge im Markt ist, dann würden wir es als Heavy Edge bezeichnen. Was man nicht vergessen darf, was natürlich sehr personal ist, sind die Devices. Das heißt, mein Handy,
mein Laptop, mein Auto und so weiter, die sind sehr mobil, die sind sehr distributed, also sehr verteilt überall in der Landschaft, aber sie haben durchaus signifikante Rechenleistung. Wenn wir an autonome Autos denken, dann ist das auf jeden Fall Heavy Edge, weil es sich bewegt, nennen wir es dann Mobile Edge, weil es eben nicht konsolidiert wie schon eine Heavy Edge. Also eine Heavy Edge mache ich nicht an jede Industriemaschine. Eine Heavy Edge habe ich dann zum Beispiel einmal in einer Fabrikhalle und, oder je nachdem. Dann gehen wir mal in das Extrem. Was ist super zentral? Ja, das ist Public Cloud. In Summe haben die natürlich ganz viel Rechenleistung auch, aber ähm, sie kommen eben auch in der Variante, was wir vorhin schon besprochen haben, als Mikro-Footprint sozusagen, also im Vergleich zu so einer riesen Cloud, es sind ein oder zwei Racks Mikro. Die sind aber trotzdem schon recht groß, wie zum Beispiel so ein AWS Outpost oder ein Azure Stack. Also ein ganzer Stack, nicht der Stack Edge, das können signifikante Maschinen sein und davon gibt es praktisch zwei Klassen. Einmal, wenn sie im Unternehmen laufen, mit genau dem gleichen Software-Stack wie, wie in der Public Cloud, dann nennen wir sie Cloud Edge. Wenn sie aber auf einem Telco-Knoten laufen, also was sich zum Beispiel für 5G-Knoten anbietet, also das sind praktisch die kleinen Mikrorechenzentren, die sehr nahe außen an der 5G-Infrastruktur stehen, also zum Beispiel schon fast in einem kleinen Häuschen unter einem Sendemast, äh, die bezeichnen wir als Multi-Access Edge. Das heißt, die sind Multi-Tenant, genauso wie die Public Cloud. Da können viele Leute ihre Jobs hinschieben. Technisch ist das vielleicht sogar genau das gleiche wie eine Cloud Edge, wie so ein Rack von Microsoft oder von AWS. Also, technisch nicht der Unterschied, im Wesentlichen signifikant die Charakteristik, dass Multi-Access Edge und Cloud Edge die Cloud-Betriebssysteme, die Cloud-Plattform-as-a-Service-Schicht anbieten, während die Medium Edge zum Beispiel eben self-managed ist, die bietet eben nicht an, dass sie eins zu eins zum Beispiel in einem Control Center von einer Public Cloud erscheint und diese Plattformdienste eben nicht alle mit hat. Noch ein Klick weiter, wo sind jetzt tatsächlich die klassischen Enterprise-Server. Ja, die gibt es natürlich auch noch. Wie auf der vorigen Slide gezeigt, sind die, wenn man an Mainframe denkt, sogar als einzelnes Device viel größer wie die größten Cloud-Devices. Aber sie sind eben auf dem Enterprise. Das heißt, dieser Scale-Up, der ist in dieser Grafik hier, wo die Konsolidierung nach oben geht in die Public Cloud, der Weg nach unten und die Public Cloud ist sozusagen der Branch nach oben. Alles macht irgendwie Sinn, je nach Anwendung. Also ich möchte es jetzt nicht werten, aber ich möchte einfach zeigen, wie sind die Definitionen. Dann gab es noch, besonders getrieben durch die Telcos, insbesondere auch durch die Telco Equipment Manufacturers, also Cisco zum Beispiel, gab es die Definition, was ist ein Fog Computing. Unter Fog Computing hat man verstanden, sozusagen alles, was technisch den ganzen Stack, Compute, Storage und Software-Defined Networking hat. Das heißt, heute würde man Multi-Access Edge und Cloud Edge und Heavy Edge darunter zählen. Eine Medium Edge hat nicht unbedingt die volle Fähigkeit, zum Beispiel ein Software-Defined Networking auf einem NUC-Device natürlich nicht. Da hat genau einen Netzwerkanschluss und der ist Hardware-defined. Heute benutzt man den Term Fog Computing fast nicht mehr, sondern benutzt eben Multi-Access Edge, Cloud Edge oder Heavy Edge. Ja, und jetzt wäre das natürlich schön, wenn alle diese Terminologie benutzen würde, machen sie aber nicht. Das heißt, was jetzt vorkommt, ist tatsächlich, dass jede Industrie, fast jede Branche schon fast, die Edge ein bisschen anders bezeichnet.
Und was ich jetzt hier gemacht habe, ist links sozusagen die Cloudflight-Terminologie, die sehr nahe auch an der in den USA verwendeten Terminologie ist. Und in den Spalten rechts sehen Sie die verschiedenen Branchen oder Gruppen, die darüber reden, also auch die Hyperscaler, Google, AWS, Microsoft, die traditionellen IT-CIOs, die Telcos, die Industrie 4.0 und Automatisierer, die Automotive-Leute, die also über die Software im Auto selbst nachdenken und zum Beispiel auch die restlichen IoT- und Gebäudetechniker über professionelle Gebäude. Und die haben jetzt ganz unterschiedliche Terminologie. Das heißt zum Beispiel, wenn wir über Cloud Edge oder Heavy Edge reden, redet der Hyperscaler schon über Hybrid. Wenn wir zum Beispiel über Cloud Edge und Heavy Edge reden, redet der Automotive Mensch eigentlich über Private Cloud. Oder wenn wir mal an Telcos denken, Telcos reden wie gesagt noch über Fog Computing und darunter, was wir als Mini-Edge oder Micro-Edge tatsächlich mit Cloud-Mythologie-Architekturen schon angehen. Das ist für einen Telco sind das nur noch IoT-Devices, weil er die vielleicht noch managt im Device-Management, das er anbietet, aber nicht mehr die Software darauf wirklich beeinflusst. Das heißt, jeder verwendet die Begrifflichkeit so ein bisschen anders. Ich hoffe, dass das so ein bisschen hilft, auch die Terminologie zu verstehen und zwischen den verschiedenen Marketing-Talks zu übersetzen. Manche Dinge kommen auch gar nicht wirklich vor in der Begrifflichkeit. So, was ist jetzt vom Konzept her wie zusammenhängend? Ja, ähm, man vergleicht oft Cloud Computing, On-Premise, Client-Server und Edge Computing. Und man kann eigentlich Computing-Ansätze vergleichen mit diesen verschiedenen Charakteristika. Es gibt noch mehr. Wir haben zum Beispiel über Größe gesprochen, wir haben über Konsolidierung gesprochen. Man kann auch darüber reden, wie wird der Strom verbraucht, zentral oder dezentral, wird die Latenz reduziert, hat man Echtzeitfähigkeiten und so weiter. Und da nehme ich mal irgendein Beispiel raus und wir haben das jetzt einfach mal aufgetragen nach trifft zu oder trifft nicht zu. Also zum Beispiel Realtime Capability in dieser Spalte hier. Ja, für Cloud Computing trifft das offensichtlich nicht zu, weil ich immer noch Latenzen habe, auch wenn es nur 20 Millisekunden sind, hin und zurück sind schon 40, dann hat der Roboter den Mensch umgefahren. Also das geht gar nicht. Auf der Edge Computing Seite zum Beispiel habe ich sehr wohl Realtime-Fähigkeiten, auch auf den Non-Constrained Devices. Also in der Micro- und Mini-Edge kann ich unter Umständen Echtzeitbetriebssysteme noch laufen lassen. Und davon haben wir hier in dem Seminar in der EdgeTech-Konferenz auch einige Beispiele in der Agenda. Andere Sachen wie zum Beispiel Security, Privacy, auch ein interessantes Thema. Wir glauben, dass Cloud Computing inzwischen einen sehr guten Security- und Privacy-Standard hat. Natürlich ist es ein Shared System, wenn ich in der Public Cloud bin. Das heißt, ich habe nie so eine hohe Privacy wie auf einem Private System, das mir selbst gehört. On-Premise habe ich eine sehr große Privacy, beim Client-Server vielleicht auch, weil der PC wirklich auf meinem Schreibtisch steht. Aber im Edge Computing ist die Privacy nur noch mittel, weil man die Geräte tatsächlich stehlen kann, weil man sie unter Umständen hacken kann, wenn es nicht sauber gemacht ist und das auch der Benutzer gar nicht so schnell merkt, weil vor den IoT-Devices, vor vielen Edge Computing Devices, da sitzt halt gar kein Mensch, sondern da hängt halt nur eine Maschine dran oft. Gucken wir uns nochmal Reliability an, die Verlässlichkeit. Da glauben wir, dass Cloud Computing aufgrund der Availability Zones, des Scale-out-Charakters, der Redundanz über mehrere Rechenzentren inzwischen eine gigantisch hohe Verfügbarkeit hat, mehr wie es mit einem klassischen Rechenzentrum on-premise erreichen kann. Client-Server hat auch keine super hohe Verfügbarkeit, weil PCs, Arbeitsplätze gehen halt einfach mal kaputt und die sind normalerweise nicht redundant ausgelegt.
Edge Computing ist jetzt interessant. Edge Computing haben, wenn Sie auf den sehr kleinen Edge Devices sind, eine schlechte Verfügbarkeit, weil wenn die kaputt gehen, wenn da womöglich einfach die Batterie leer geht, dann ist das Gerät nicht mehr verfügbar. Umso weit man da hochkommt in Richtung Heavy Edge oder Cloud Edge, dann hat man natürlich die gleichen Mittel, die man auch im On-Premise Computing macht, mit hochverfügbarem Stromnetz und Softwareversorgung, Kälteversorgung und so weiter, sodass man da eigentlich den gleichen Level erreicht. Also ich hoffe, das hilft so ein bisschen, das zu vergleichen. Wir haben jetzt nicht die Zeit, wirklich alles hier genau anzuschauen, aber das zeigt so ein bisschen den Vergleich zwischen diesen Paradigmen, die sich nicht ersetzen, das ist auch eine wichtige Message, sondern die eigentlich koexistieren. Also Edge Computing und Cloud Computing hat sehr viel miteinander zu tun. Edge wird nicht die Cloud ersetzen und Cloud wird nicht die Edge ersetzen. Die beiden reden wie bei Client-Server, der Client mit dem Server im Enterprise. So, schauen wir mal ein bisschen Konnektivität an. Viele Leute fragen mich, wie verbindet sich dann die Edge? Ich verweise hier auch immer noch auf die Links zu den entsprechenden Publikationen, die wir gemacht haben. Man dachte früher immer, naja, umso schneller, umso besser. Das heißt, solange die Bandbreiten, besonders bei mobiler Anbindung, sehr schlecht waren, haben viele Leute eben einfach geschaut, was kann ich an Bandbreite erreichen, um zum Beispiel Firmware-Updates over the air hinzukriegen. Heute ist man eigentlich so weit, dass man ganz viel Bandbreite hat, wenn man die Bandbreite braucht. Und die Frage ist eher zum Beispiel, wie weit geht das Gerät oder wie weit kann ich eine Durchdringung im Gebäude erreichen. Das heißt, was ich hier aufgezeichnet habe nach oben in dem Bild, ist sozusagen der Verbindungsradius, Sachen, die sehr weit gehen, die sind meistens mit niedrigerer Frequenz, wie zum Beispiel so ein Sigfox oder ein LoRa geht auch relativ weit. Wenn ich aber sehr, sehr hoch bin in den Frequenzen, habe ich eben meistens eine schlechte Durchdringung. Das heißt, in Gebäuden bin ich dann schon ohne Verbindung im Keller. Diese Technologien wie zum Beispiel Wi-Fi hier erreicht hohe Geschwindigkeiten, wird auch in Gebäuden eingesetzt, dadurch, dass es aber sehr, sehr viele Access Points gibt. Das heißt, Sie müssen sich eigentlich entscheiden, nicht nur wie schnell will ich, sondern auch welchen Verbindungsradius brauche ich. Habe ich lokale Access Points oder habe ich die nicht? Also wenn ich schnell sein will und will einen großen Radius haben, dann bin ich bei LTE und 5G. Wenn ich sehr langsam sein will, vielleicht auch damit viel Batterie sparen will oder einfach eine große Entfernung überbrücken will, dann bin ich bei LoRa und Sigfox. Wenn ich in Gebäuden bin, bin ich auch bei Bluetooth und bei Zigbee. Das heißt, man sieht auch, wie die verschiedenen Technologien, die lizenzierten Technologien, das heißt das, was wir als Mobilfunk bezeichnen, und die nicht lizenzierten, wie die Wide Area Networks. Darunter ist ein Sonderfall, das Narrowband IoT, was eigentlich nur ein runtergestripptes 5G ist. Das ist auch lizenziert. Und das kann man eben auch benutzen, um weniger Leistung von den Geräten zu verlangen. Eine weitere Herausforderung im Edge Computing ist einfach die Geschwindigkeit. Wie schnell verändert sich die Software? Agile Software. Das heißt, man schreibt heute Software so, dass man zum Beispiel alle 2 Wochen einen neuen Sprint hat. Und das unter Umständen auch in der Produktion oder alle 6 Wochen zum Beispiel kommt eine neue Software in einem Tesla raus und so weiter. Also das heißt, in der Cloud verändert sich Software sehr schnell. Wie weit geht die jetzt wirklich runter? Also macht das jeder so wie Tesla, dass dann die Software wirklich runtergeht, bis auf das kleinste Steuergerät, bis auf den kleinsten Atmel-Controller? Nein, das macht keinen Sinn. Also besonders wenn man zu den Constraint Devices geht, muss man sehr, sehr vorsichtig sein, die Sachen sehr langsam verändern, weil jede Veränderung da eine signifikante Gefahr ist.
Diese Sachen, die besonders echtzeitrelevant sind, die auf der Größenordnung von einem Roboter, von einem Raum, von einer Maschine sind, die müssen unter Umständen auch sehr stark sicherheitstechnisch getestet werden. Das heißt, hier verändert man bewusst langsam und dann sozusagen in dieser Grenze zwischen Micro- und Mini-Edge, dort hat man eben die API-Levels, dort hat man eben die Verbindung zu den schnell rennenden Veränderungen. Tatsächlich funktioniert das so, dass in manchen Industrieanlagen auch zum Beispiel ein SCADA-Controller drin ist. Der kriegt alle 5 Jahre mal eine neue Firmware, wenn es hochkommt. Und eben zum Beispiel ein Connectivity-Device, das auch eingreifen kann in die Steuerung. Das kriegt aber tatsächlich zum Beispiel als Container-Deployment alle 14 Tage neue Geschäftslogik. Ich möchte, was das Schreiben von Logik angeht, nochmal hinweisen auf das CNCF, das heißt die Cloud Native Compute Foundation, die greift wirklich jetzt sehr stark in die Moderation zu einem Software-Stack hin. Der ist inzwischen auch schon relativ groß, aber diese Leute kümmern sich darum, dass Sachen einigermaßen interoperabel sind, dass sie einigermaßen zu den Architekturprinzipien von Cloud-Native-Architekturen passen. Und das ist jetzt genau der Vorteil, dass sie in die Edge eben CNCF-kompatible Komponenten oder CNCF-Komponenten deployen, dass man also nicht anfängt, irgendwelche Legacy-Software auch noch auf die Edge runter zu transportieren, sondern dass man die Edge zusammenbaut aus Microservices, die üblicherweise selbst geschrieben sind oder auf einem dieser Frameworks hier aufsetzen. Ein schönes Beispiel bei der Sache ist tatsächlich die ganze Diskussion um digitale Zwillinge. Und auch da haben wir einiges zu publiziert. Und die digitalen Zwillinge ähm, sind tatsächlich schon in mehreren Versionen, in mehreren Varianten gewissermaßen im Markt. Es gibt im Wesentlichen diese zwei hier, nämlich den Prototype-Zwilling, also das ist der Zwilling, den es erst gibt, bevor es das Produkt gibt und der dann entlang der Fertigungskette eigentlich mit der Fertigung mitläuft und den jeweiligen Maschinen zum Beispiel sagt, in welcher Variante sie das Produktteil fertigen, das jetzt sich zu einem Produkt zusammenfügt. Wenn das Produkt fertig ist, zum Beispiel ein Auto, dann hat der Prototype-Zwilling seinen Dienst getan. Charakteristika von ihm können unter Umständen in den Instance-Zwilling rüberkopiert werden. Aber das ist dann der Zwilling, der untere hier in dem Bild, der über den ganzen Lebenszyklus vom Verkauf des Autos bis zum Ende seines Lebenszyklus sozusagen mitwirkt. Und mit diesem Zwilling, mit dem Instance-Zwilling, interagieren also sehr viel die Konsumenten oder im B2B die Business-Anwendungen, die auf Fahrzeuge schreiben, die Fahrzeugen helfen, zum Beispiel Kühlketten zu verfolgen oder sich zu konfigurieren im After-Sales und so weiter. Wohingegen der Prototype-Zwilling sehr stark der Zwilling ist für die Industrie 4.0 Leute, die sehr stark an die Optimierung der Fertigung denken. Es gibt noch ein paar andere Varianten, die wir auch hier in der EdgeTech-Konferenz vertreten haben, die zum Beispiel helfen, die Produkte zu simulieren, bevor sie gebaut werden. Das ist auch eine spannende Sache, die wir aber jetzt nicht hier weiter erklären. So, gucken wir mal rein, wie interagiert eigentlich so ein Zwilling mit den ganzen Enterprise-Systemen. Der Zwilling, obwohl er unter Umständen auf ein Mobile Edge als Instance-Zwilling oder auf einen Micro-Edge läuft oder als einem Mini-Edge, je nachdem wie groß eine Maschine unter Umständen ist, die mit Hilfe von Edge Computing überhaupt zu einem Zwilling kommt, zu einem digitalen. Das heißt, diese Zwillinge interagieren mit Enterprise Computing auf verschiedenster Weise, je nachdem, was es für ein Zwilling ist, mal mehr, mal weniger. Aber sie haben an vielen Stellen Berührungspunkte zu Enterprise Computing oder Enterprise Prozessen. Das heißt, ein Zwilling trägt zum Beispiel über die Daten, die er aus dem Edge-Device kriegt, zur Analytik bei, aber ein Zwilling bildet nicht ein Analytics-System ab, sondern er befüllt das.
genauso mit dem Data Lake oder genauso mit dem autonomen Fahren. Ein Zwilling sorgt vielleicht dafür, dass Lerndaten transportiert werden zu dem mobilen Gerät, aber der Zwilling ist jetzt nicht die Compute-Plattform für das autonome Fahren zu implementieren. Könnte aber beides auf dem gleichen Edge-Device sein. So, jetzt schauen wir uns mal die digitalen Zwillinge mal als Beispiel an und gucken mal, was man damit machen kann. Ein beliebtes Beispiel von mir ist tatsächlich der Strom. Also zum Beispiel nettes kleines Edge-Device ist zum Beispiel ein Smart Meter. Das Smart Meter rechnet Strom tatsächlich im Stundentakt ab. Auch das kann man in Deutschland tatsächlich schon kaufen und macht das synchron zu dem Strompreis von der Leipziger Strombörse. Und hier sieht man zum Beispiel, wenn der Wind und die Sonne gleichzeitig scheinen und blasen, dann wird der Strompreis sogar negativ. Man muss natürlich die Transportpauschale noch zahlen, die auch unter Umständen beim Konsumervertrag 20 Cent beinhaltet. Aber immerhin hat man einen signifikant kleineren Preis. Und dann spricht man zum Beispiel mit dem digitalen Zwilling des Autos und sagt dem Auto, bitte jetzt, wenn der Strom billig ist, fang an zu laden und macht das Auto voll. Das passt natürlich nicht immer, das passt natürlich nicht, wenn man auf der Autobahn unterwegs ist und mit einem Schnelllader nachladen muss, aber das passt sehr, sehr oft dafür, wenn das Auto am Arbeitsplatz oder zu Hause rumsteht. Also, schöne Beispiele, die hier dann helfen, zum Beispiel den Stromverbrauch in die Zeiten zu legen, wo der Strom günstig ist. Ein anderes Beispiel ist auch hier das, was ein Kunde von uns, die Kion und insbesondere in der Kion die Linde Material Handling macht. Sie hat einen digitalen Zwilling auf den Gabelstapler gebracht und das ist eine sehr spannende Anwendung, weil man dadurch eben eine ganz andere Möglichkeit hat, mit Sensoren umzugehen, mit der Konnektivität des Fahrzeugs umzugehen, mit dem Support, dem ganzen Service, nicht nur Software auf das Fahrzeug zu bringen, sondern auch das Fahrzeug zu servicen. Also ein Service-Mitarbeiter kann vorher auf das Fahrzeug gucken, was ist dort kaputt, was ist da verschlissen, und er kann viele Sachen, besonders in Zeiten von Corona wichtig, auch unter Umständen an Konfigurationen ändern, für die er bisher hätte mit dem Kabel vor Ort fahren müssen, und er kann das kontaktfrei machen. Ja, ein anderes schönes Beispiel, und das ist auch schon fast die Killer-Applikation für Mobile Edge, ist tatsächlich das autonome Fahren. Und das ist auch weiterhin das größte Problem für VW, weil autonomes Fahren kann ich eben nicht einmal betanken, sondern das wird erst gut, wenn man richtig immer weiter lernt. Und so früh wie die Anwendungen und die Lernvolumina jetzt sind bei den Fahrzeugen, macht es keinen Sinn, heute zum Beispiel ein recht weit autonom fahrendes Fahrzeug zu kaufen und einfach den Lernstand von heute zu kopieren, und das war's. Darüber unterhalten sich durchaus auch Herbert Diess und Elon Musk, wie hier gerade bei ihrem Meeting, was sie im September hatten. Ganz klar hat aber in dem Fall Tesla noch die Nase vorn und deployt hier wirklich Schritt für Schritt neue Fähigkeiten, zum Beispiel auch eben jetzt stufenweise in Städten mit Ampeln und Fußgängern auch sehr weit Assistenz zu fahren. Immer noch autonomes Fahren Level 2, aber obere Kante Level 2, sag ich mal. Eine weitere wichtige Killer-Applikation ist alles das, was mit Sprache zu tun hat. Also nicht nur Sprache zu tokenisieren, Keywords zu erkennen, so Sachen wie Scheibenwischer aus oder sowas, das ist so trivial, das erkennt irgendwie jeder Constrained Computer inzwischen. Also da brauche ich nicht mal ein Unconstrained Device zu. Das kann auch fast jedes moderne Auto heute. Wo es aber interessant wird, ist erstens, wie lerne ich diese Keywords? Und das passiert tatsächlich durch ein Machine Learning, was meistens hier oben stattfindet in der Cloud. Und dann eben das Gelernte deployed auf das Edge-Device, das auch offline-fähig ist, hier unten abgebildet in dem
Bild. Im Moment ist es so, wenn ich tatsächlich eine Konversation haben will, also zum Beispiel dem Sprachassistent sage, ich möchte morgen in die Oper. Und die Assistenz dann sagt, okay, welche hättest du gern? Die in Stuttgart oder die in Frankfurt? Und ich sage, okay, Frankfurt. Wie möchtest du hin? Mit dem Auto dauert so lange, mit dem ICE dauert so lange und so weiter. Und ich also nach dem dritten Wortwechsel weiß der Computer immer noch, dass es um die Oper geht und nicht nur darum, die Fahrzeit nach Frankfurt zu berechnen. Also wenn solche eine echte Konversation stattfindet, da brauche ich im Moment noch die Cloud. Da tun sich die Edge-Devices noch sehr schwer, aber das ist jetzt wirklich der nächste Schritt in der Killer-Applikation auf dem Edge-Device, tatsächlich so viel Daten und so viel Learning Patterns bereitzustellen, dass hier tatsächlich eine Konversation stattfindet, die zumindest in einem bestimmten Rahmen sehr gut funktioniert. Sehr schön funktioniert das zum Beispiel auch mit den Devices zum Deep Learning im Bereich Computer Vision. Das heißt, autonome Computervision ist ein wichtiges Thema. Da gibt es zum Beispiel hier von Amazon diese netten Prototype-Devices. Das ist so der Raspberry unter den Computer Vision Devices, sag ich mal. Den gibt es übrigens auch dann nochmal auf 4 Rädern, den Deep Racer. Da gibt es inzwischen sogar richtig Weltmeisterschaften drum, wer es schafft, diese Dinger selbstfahrend am meisten um einen Parcours rasen zu lassen. Tatsächlich sind die komplett offen, das heißt, man kann hier mit dem AWS-Stack drauf arbeiten in so einer Koexistenz zwischen Cloud und Edge-Device, wie ich es vorhin bei dem Diagramm zu Offline-Sprachkonversationen gezeigt habe. Genau ist das gleiche hier mit Offline-Videoerkennung. Aber richtig gut wird es eigentlich erst, wenn man die Lernvolumina von ganz, ganz vielen Videoclips, von ganz, ganz vielen Autos in der Cloud aggregiert, vorher anonymisiert natürlich und in der Cloud eben den Lernprozess da drauf hat und dann wieder runter deployt auf das Edge-Device, das autonom damit in der Situation reagieren kann. Sehr schönes Beispiel davon hat man sogar schon letztes Jahr auf der Hannover Messe gesehen. Da hat sie ja noch stattgefunden. Sehen wir mal, wie das weitergeht. Da waren zum Beispiel zu sehen, hier so ein kleiner KUKA-Roboter kombiniert mit dem Edge Computing Device von Siemens, kombiniert mit dem AWS Greengrass, das heißt den Software-Stack von AWS, das Edge Device von Siemens, der der Roboter von KUKA. Das zeigt, wie man hier zusammenarbeiten kann. Und der hat zum Beispiel hier so ein Holzwürfel-Ding hochgehoben, das sich, wenn man es falsch anfasst, sofort verbiegt. Und das konnte man so drehen, wie man wollte. Und dann dem Roboter hinlegen und er hat es versucht so zu greifen, dass es sozusagen nicht durchbiegt in dem Moment, wo es hochhebt. Und hat das nicht gewusst, also wusste auch nicht, wie stark der Gummi ist, der diese kleinen Würfel zusammenhält, sondern hat das einfach aus Lernen hingekriegt und am Ende der Messe hat er das so gut hingekriegt, dass er praktisch das immer hochgehoben hat, ohne dass es geknickt ist. Und das zeigt so ein bisschen, was auch industriell möglich ist und wo die Reise hingehen kann. Ein ganz wichtiger Punkt in der Diskussion zu Edge Computing ist auch die Initiative des Wirtschaftsministers in Deutschland, die inzwischen eine europäische Initiative ist, sehr stark Frankreich engagiert ist. Inzwischen gibt es sogar einen Verein, der das trägt. Was dahinter steht, ist eigentlich die Interoperabilität in einem Ökosystem zwischen verschiedenen Gaia-X-Knoten, die sowohl in Public Cloud Rechenzentren liegen können, in Private Cloud oder Local Clouds oder regionalen Public Cloud Anbietern, die kleiner sind als die Hyperscaler, aber dafür eben regionaler. Und als drittes eben auf Heavy Edge bis runter zu Mini Edge, wo man praktisch den gleichen Software-Stack hatte, der die Interoperabilität, also den Datenaustausch, das Verständnis der Metadaten beschreibt. Das Wichtige, meiner Meinung nach, in Gaia X
Und dazu gab es auch eine eigene Konferenz des Zentralverbands der Elektroindustrie und gibt andere Konferenzen auch noch zu Gaia X. Aber meiner Meinung nach das Wichtigste in Gaia X ist, dass man sich tatsächlich darauf geeinigt hat, wie man ungefähr, also entsteht alles noch, aber wie man ungefähr die Privatsphäre beschreibt. Also beispielsweise, wenn ich an meine Telematikdaten aus meinem Auto denke, ist sehr, sehr privat zum Beispiel die Kombination aus GPS-Position und Geschwindigkeit. Ja, die sagt, ob ich zum Beispiel im Ort so schnell gefahren bin. Meine durchschnittliche Geschwindigkeit aber, die ist nicht so privat, die benutze ich zum Beispiel, um die Versicherung möglichst billig zu machen. Die GPS-Position, die benutzen andere Anwendungen, zum Beispiel um ein parkendes Auto wiederzufinden. Also in dem Beispiel sieht man, dass die Kombination aus Daten, die Privacy erzeugt, meistens ist die wichtigste Kombination eben die Fahrgestellnummer oder der Eigentümername und so weiter, die persönlichen Daten wirklich, die das weitertreiben. Das kriegt man mit Gaia X ganz gut moderiert. Und ich hoffe, dass es einige Rechenzentren gibt, die da mitmachen. Auch die Hyperscaler werden dann letztlich insbesondere für die weniger privaten Teile aber auch Gaia X-Knoten betreiben. Cloud Edge. Das ist also der Teil der Edge, der im Prinzip aussieht wie ein Stückchen aus einem Hyperscaler. Und ich habe hier mal zwei Beispiele mitgebracht, das von AWS und das von Microsoft, also den Azure Stack. Alle drei unterstützen inzwischen durch ihre Software-Frameworks sehr, sehr stark dieses Konzept des Distributed Computings. Das heißt, auch Google mit dem Anthos Framework, Microsoft mit Arc und AWS mit dem Snow-Ansatz, auch mit dem Greengrass-Ansatz und eben mit den Outpost-Infrastruktur. Diese Umgebungen ermöglichen es einem dort, wo man eben eine sehr kleine Latenz braucht, aber trotzdem schon eine gewisse Größenordnung und vor allem exakt die identischen Services wie in der großen Public Cloud. Also wir reden hier nicht nur über Compute und Kubernetes und Container, sondern wir reden darüber, dass man wirklich Plattform as a Service hat, komplexere Software-Elemente wie ganze Machine Learning Frameworks oder wie ganze Datenbanken as a Service, die man in exakt der gleichen Art auf der Edge finden will. Dann reden wir von Cloud Edge, weil es eben auch vom Cloud Provider gemanagt ist. Wie entwickelt sich das alles weiter? Das entwickelt sich so weiter, dass wir, wenn wir mal auf die Workloads gucken und die Volumina, die hier in Millionen Euro aufgetragen sind, dass wir Edge Computing in den verschiedenen Segmenten haben, in IoT, in Big Data und Analytics natürlich. Viel Daten werden tatsächlich in Edge Devices gesammelt, auf dem Shopfloor, in den Produktionsanlagen. Teilweise greift das auch in Enterprise Computing rein. Wir haben leider keine Zahlen, die nur den Edge Computing Teil rausziehen, aber man sieht, dass all diese Segmente doch signifikant gewachsen sind auf dieses Jahr nochmal und dass man in all diesen Segmenten einen Teil in Edge-Infrastruktur deployen kann, einen Teil in Enterprise-Infrastruktur und einen Teil in Public Cloud-Infrastruktur. Ich verweise am Schluss auch nochmal auf das Vendor Universe, das noch aus der CRISP Research Zeit stammt. Das heißt, das ist aber gerade erst 2 Jahre alt, gibt einen ganz guten Überblick über IoT Backends und eben IoT Edge. Hier haben wir insbesondere den Vergleich gemacht von Unternehmen, die Software für die Edge produzieren. Das heißt, entweder auf den Devices wie Machine Learning on the Edge oder ein sehr, sehr starkes Device Management, das auch Software deployen kann. Aber gleichzeitig Edge-Devices entweder selbst produzieren oder eng zertifizieren und partnern mit genau spezifizierten Devices, sodass der Kunde nicht allein gelassen wird, die Software und das Edge-Device zusammenzukriegen. Also nur die tatsächlich beides tun, sich um das Edge-Device kümmern, es sogar selbst herstellen teilweise, wie die Firma Eurotech ganz rechts oben, aber gleichzeitig die
sich sehr stark um den Software-Stack kümmern. Nur diese sind hier auf diesem auf diesem Chart überhaupt verglichen. Darunter fällt auch eine Vago, die hier auch auf der Konferenz sind, die inzwischen nicht mehr als einzige, aber auch sehr schön zum Beispiel Docker-Container auf den Schaltschrank bringen, also in so ein kleines Device, das man sich auf die Hutschiene in der Industrieanlage im Schaltschrank stecken kann. Ich verweise hier auf den Link dort unten. Auch diesen Report können Sie auf der Cloudflight-Seite finden und dort in diesem Fall tatsächlich kaufen. Es gibt einiges, was ich Ihnen auch zum Lesen empfehle, was auch nicht kommerziell ist. Das heißt, ganz besonders die Cloud Native Trend Studie, die ganz aktuell ist jetzt, wo wir auch ein bisschen die Dualität zwischen dem Cloud Native Stack, der Cloud Native Architekturen, dem Cloud Native Best Practices darstellen und den kleinen Devices. Ganz besonders möchte ich auch noch hinweisen auf den E-Mobility Study von uns, den es auch in Deutsch und in Englisch gibt. Und da in dem Zusammenhang gibt es ja auch noch eine Konferenz zu E-Mobility vom Zentralverband der Elektroindustrie. Damit möchte ich mich ganz herzlich bedanken für die Aufmerksamkeit. Teilen Sie es auf den Social Medias, auf LinkedIn, auf Twitter, auf YouTube, wenn es Ihnen gefallen hat. Und ansonsten würde ich mich ganz herzlich freuen, wenn wir uns bald wiedersehen zur nächsten Konferenz. In dem Rahmen oder im Cloudflight-Rahmen auf dem Get Inspired Event oder wo auch immer wir uns sehen. Ich freue mich auf Sie, freue mich auf viele Ideen, auf neue Herausforderungen von Ihnen in dem Bereich Edge Computing. Vielen Dank.